Und 6. 7. 8. 9. 9. 9. Und 10. Sehr gut. Bis zum Training mit Dionysos habe ich noch ein bisschen Zeit. Wenn du jetzt noch mehr Wiederholungen machst, dann bleibst du nachher nicht mehr im Sattel. Wer redet denn von Balanceübungen? Ich. Ich dachte eher an Entspannungsübungen. Und wie sollen die aussehen? Du bist der Trainer hier? Ja, und ich fürchte, ich bin ganz einfach über das Ziel hinausgeschossen. Hör mal an, das ringt sich schon wieder ein mit Helena und dir. Sie ist verrückt nach dir, sie liebt dich. Ja, das wird sie sein. Ollchen, machst du mit Espresso? Klar. Miriam? Hey, Nico. Was? Nein, gar nicht. Klar, bis gleich. Tschüss. Sag mal, kannst du nicht aufpassen? Trottel. Jenny, tut mir leid, aber aus unserem Getränk wird leider nichts. Ich muss dann mal raus nach Königsbrunn. Na, zu Helena. Sag nicht, die beiden haben schon wieder Stress. Wundern wird's mich jedenfalls nicht. Nur, dass hier keinen deine Meinung interessiert. Also, willst du den Hocker nur blockieren oder auch was trinken? Ein Prosecco. Oh, nee, lieber ein Espresso. Ich muss nämlich noch arbeiten. Lass mich raten, Tanja lässt sich diesmal ihre Unterlage sortieren. Vielleicht nach Farbe? Von wegen. Tanja ist krank und ich werde sie vertreten. Ich werde die Werbeheinis davon überzeugen, dass sie die Kampagne für uns durchziehen. Hier. Incest. Geiler Name, oder? Ja, aber eigentlich ist das Ganze keine große Sache. Ich brauche nur noch so ein bisschen Background zu den Zwillingen. Sie kennen sich doch bestens mit den Facts aus, oder? Können Sie mir nicht ein bisschen was von den beiden erzählen? Ich finde, manche Dinge lässt man besser ruhen. Bitte, es wäre so wichtig für mich. Schauen Sie mal, diese Kampagne wird in ganz Europa gelauncht. Kapierst du's nicht? Charlie will nicht. Oh, lass mal, Olli. Also, wenn es Ihnen so wichtig ist, ich kann Ihnen natürlich ein bisschen helfen. Echt? Super, danke. Noch ein Espresso. Und? Aber du musst falsch gestoppt haben. Das ist ja... Die beste Zeit, die er jemals gelaufen ist. Naja, aber absolute Zeiten sagen ja gar nichts. Also ich meine, im Rennen kommt es ja darauf an, wie schnell Dionysos im Pulk ist. Und das hängt von so vielen Sachen ab. Wie kalt es ist, wie feucht der Boden ist. Dana, so gut ist Dionysos noch nie gelaufen. Du warst super. Kannst du dich jetzt bitte einfach mal freuen? Die beste Trainingszeit. Das war wie Fliegen. Ich hätte niemals gedacht, dass er sich noch so steigern kann. Der ging super. Anfängerglück. Supi. Dann sehen wir uns gleich im Büro. Ja. Tschüss. Tschüss. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du willst ja nicht wirklich mit der Kampagne helfen. Und ob? Charlie, du hast mir neulich noch einen Vortrag gehalten, wie schlimm das für Arne und Julia ist, wenn das alles wieder aufgerollt wird. Holly, es gibt mittlerweile nicht nur einen Grund, weshalb es diese Kampagne niemals wieder geben darf. Clarissa lebt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn sie erfährt, dass sich ausgerechnet Tanja ihr ehemaliges Modelabel unter den Nagel gerissen hat? Krieg. Ja, und um den zu verhindern, werde ich Fräulein Stiel ein bisschen hilfreich zur Seite stehen. Olli, überleg doch mal. Bei Tanja beiß ich auf Granit, die würde die Sache eiskalt durchziehen. Aber Jessica... Geht es am Arsch vorbei, wie pietätlos die Geschichte mit den Zwillingen ist. Solange sie dabei bei Tanja punktet. Trotzdem, sie ist noch sehr unerfahren und außerdem nicht so clever, wie sie glaubt zu sein. Ich werde sie schon in die richtige Richtung drängen. Oh, Charlie, du bist ja richtig ausgepufft. Clarissa. Gott hab sie selig. Hätte ich noch gestern gesagt. Ich schätze, ich muss mir was anderes einfallen lassen.
Vielen Dank auch. Bitte? Ja, dafür, dass ich wegen dir zu spät zum Training gekommen bin. Wer ist denn hier über wen hergefallen? Du hättest ja nicht drauf anspringen müssen. Hey, pass mal auf, wenn du sauer bist, nur weil Dana schneller war, dann lass das gefälligst nicht an mir aus, ja? Kann mir gar nichts. War doch klar, dass die kleine Bitch das gleich ausnutzt, wenn ich mal ein paar Minuten zu spät zum Training bin. Theresa, das ändert trotzdem nichts daran, dass Dionysos mit Dana besser war als mit dir. Du Penner. Weißt du was? Du kannst mich mal. Und dann hat sie Schluss gemacht, einfach so? Aber sie meint das nicht so. Ach. Und sie will, dass ich um sie kämpfe. Aber jetzt lasse ich sie erst mal ein bisschen zappeln. Und seitdem hat sie nicht mehr angerufen? Keine Ahnung, ich habe mein Handy auf lautlos. Nee, klar. Lautlos. Machst du mir noch eins? Klar. Ist wahrscheinlich auch besser so. Wahrscheinlich würde ich ihr jetzt richtig einen einschenken. Ich meine, Helena ist ja auch nicht blöd. Sie weiß ganz genau, dass ich mich spätestens morgen wieder abreagiert habe. Ah, wie konnte ich nur eine Sekunde lang glauben, dass Sie sowas wie Anstand im Leib haben? Nein, Sie haben mich nicht überrascht. Ansgar. Hey. Ärger? Wieso begreift eigentlich niemand, dass es diese Kampagne einfach nicht geben darf? Dann ist dein Plan nicht aufgegangen. Ach, ich hatte Sie fast so weit. Jetzt beruhig dich erstmal. Soll ich dir vielleicht einen Tee machen? Ach. Ja, vielleicht tut's mir gut. Also, Olli, das war heute einfach alles zu viel. Erst steht Clarissa von den Toten auf. Was ist jetzt mit Jessica? Ach, dieses einfältige Stubenmädchen. Jetzt wart's doch erstmal ab. Vielleicht verbrockt sie die ganze Sache. Ja, wundern wird's mich nicht. Dazu ist sie viel zu ehrgeizig. Und jetzt? Eine klitzekleine Hoffnung habe ich noch. Ich geh schon. Arno, willst du? Ja, unbedingt. Arno, ich warte schon auf deinen Anruf. Und? Hast du gute Neuigkeiten? So gut ist Dionysos noch nie gelaufen. Du warst super. Kannst du dich jetzt bitte einfach mal freuen? Die beste Trainingszeit. Das war wie Fliegen. Ich hätte niemals gedacht, dass er sich noch so steigern kann. Der ging super. Hey, Christian, warte mal. Du, wegen gestern. Ich war nicht besonders fair zu dir. Ach was. Natürlich war das nicht deine Schuld, dass ich zu spät gekommen bin. Ich habe mich nur so über Dana geärgert. Ist mir gar nicht aufgefallen. Jedenfalls, ich wollte mich entschuldigen. Bitte. Das tut mir ehrlich leid. Entschuldigung angenommen. Gut. Ich wollte dich ja noch was fragen. Ja? Kannst du meinen Trainingsplan anpassen? Okay, Dana hat gestern was aus Dionysos rausgeholt. Aber ich weiß, dass ich viel besser bin. Und mit dir zusammen kann ich das auch schaffen. Auf einmal willst du auf mein Rat hören. Ja? Was denkst du denn? Also, Okay, unter einer Bedingung. Du bleibst Dana gegenüber fair. abgemacht. Okay, das war ja einmal ganz gut, aber was heißt das schon? Dana hat ein super Training hingelegt. 49. 50. Wenn ich den Ernährungsplan durchziehe und abnehme, dann kann ich noch was rausholen. Okay, Madame, dann noch mal 50. Dann war sie einmal besser als ich. Aber du bist der Trainer.
Und du kannst beim Chef ein gutes Wort für mich einlegen. Und warum sollte ich das machen? Weil ich dich besteche. Du hast ihn doch total ausgepowert. Ich hab Dionysos nicht ausgepowert. Du kriegst meinen Job nicht. Und wenn du noch so sehr mit dem Chef rumscharwinst. Theresa, es reicht. Ich habe nichts gesagt. Kommst du? Gleich. Alles klar bei dir? Ich hab's total verkackt. Und jetzt? Mann, Christian, Reiten ist gerade das Einzige, was mich noch über Wasser hält. Wieder was mit Hagen? Ich muss ihn vergessen, und zwar so schnell wie möglich. Ich liebe ihn. Er ist Marlenes Mann. Was, wenn ich als Jockey arbeiten könnte, dann wäre das wie ein Neuanfang, verstehst du? Komm her. Was ist denn passiert? Hm? Ich glaube, das wirst du nicht wissen. Dana hat Dionysos viel zu lang geritten. Die kämpft mit unfairen Mitteln. Jetzt komm mal wieder runter, das tut sie überhaupt nicht. Die will meinen Job. Christian, gut, dass ich dich treffe. Hast du eine Minute? Ich wollte auch noch was mit ihm besprechen. Wir regeln das später, okay? Gut. Ich brauche deinen Rat. Dana? Dana ist leidenschaftlich. Sie ist mit dem Gestüt auf jeden Fall gewachsen. Sie will den Job auf jeden Fall und sie wird dafür auch alles tun, aber sie hat keine Erfahrung. So gut sie Dionysos auch kennt. Und Theresa? Abgesehen davon, dass sie ein Profi ist? Für Theresa ist die eigene Karriere am wichtigsten. Der Stall ist ihr egal. Und wenn sie hier gewinnt, ist sie im nächsten Jahr woanders. Aber sie ist auf jeden Fall fit. Und sie kann einen kühlen Kopf bewahren. Und vor allem hat sie Erfahrung. Übrigens in jeder Beziehung. Kann aus ihr und Dionysos ein so gutes Team werden wie aus Dana und ihm? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Hagen, die Frage ist doch, was beim Derby läuft. Ich meine, Dana, die ist schon viel um eine leere Rennbahn geritten, aber beim Rennen, das ist was anderes. Beim Derby kommt es eigentlich nur darauf an, den Ellenbogen auszufahren. Und das kann Theresa auf jeden Fall besser. Bitte, Hagen, gib mir diese Chance. Ich brauche die Ablenkung. Ich weiß sonst nicht, wie ich weitermachen soll. Mist. Oh, ich wollte nicht stören. Bleib ruhig, Christian. Du musst es auch wissen. Du hast Hagen also gefragt, ob du beim Derby starten darfst. Das war ein großartiges Training. Du und Dionysos hier, ihr seid ein super Team. Er vertraut dir. Ich weiß, dass ich das schaffen kann. Seit dem Training, irgendwie ist da der Knoten geplatzt. Ja, das hat man euch beiden angemerkt. Vom Derby hängt alles ab. Wenn wir den Cup nicht holen, dann können wir den Laden hier dicht machen. Das wird nicht passieren. Wenn du mich reiten lässt, dann wird's nur noch Training geben. Und du willst, dass Theresa startet. Sie hat mehr Erfahrung und das Risiko ist einfach zu groß. Tut mir leid. Dann alles klar? Hast du es immer noch nicht kapiert? Du sollst mein Pferd fit fürs Training machen und das nicht bis zur Besinnung. Theresa, ich kläre das. Ich bin hier der Trainer, okay? Schon gut, Christian. Ich wollte nur... Ja, beweisen, dass du besser bist? Nur weil du einmal ganz okay warst beim Training. Es reicht jetzt. Dana war nicht ganz okay, sie war wirklich super. Da kann sie mit dem Pferd noch so ein tolles Team sein. Trotzdem werde ich Dionysos beim Derby reiten. Und ich habe vor zu gewinnen. Das ist noch nicht entschieden. Dana,
kann dir helfen und ich kann einen erstklassigen Jockey aus dir machen. Aber vorher... Ich weiß. Erst müssen wir das Derby gewinnen. Ja, Hagen hat recht, wir brauchen diesen Sieg. Und du musst einfach Geduld haben. Deine Zeit, die wird kommen. Da bin ich mir sicher.